Einmal pflanzen, viele Jahre ernten. Hallo und willkommen bei Garten Lea. Viele Pflanzen im Garten begleiten uns nur eine Saison. Wir sehen sie aus, pflegen sie, ernten sie und im nächsten Jahr beginnt alles wieder von vorn. Aber es gibt auch eine andere Art zu Gärtnern. Eine ruhigere, beständigere Art, bei der der Garten mit den Jahren nicht leerer, sondern stärker wird. Mehrjährige Nutzpflanzen sind genau solche Gartenbegleiter. Man pflanzt sie einmal, gibt ihnen einen guten Platz, Geduld und Pflege und sie kommen Jahr für Jahr wieder. Sie sparen Arbeit, stabilisieren den Garten und schenken Ernte zu Zeiten, in denen andere Beete gerade erst vorbereitet werden. Heute schauen wir uns Pflanzen an, die genau das können. Nicht jede passt in jeden Garten, aber vielleicht ist eine dabei, die deinem Garten gut tut. Ein Klassiker ist Rhabarber. Er gehört zu den Pflanzen, die im Frühjahr sehr früh sichtbar werden und bereits kräftige Blätter aus der Erde schieben. Er braucht einen nährstoffreichen, tiefgründigen Boden und einen Platz, an dem er bleiben darf. Denn Rhabarber möchte nicht ständig umgesetzt werden. Wichtig ist, ihm im ersten Jahr Zeit zu geben. Auch wenn die ersten Stangen verlockend aussehen, sollte man ihn zunächst gut anwachsen lassen. Gegessen werden nur die Stangen. Die Blätter sind nicht essbar und gehören auf den Kompost, aber nicht in die Küche. Rhabarber passt gut in Gärten für langlebige Pflanzen. Mit Kompost im Frühjahr und etwas Mulch bleibt er über viele Jahre zuverlässig. Eine deutlich wildere Pflanze ist Topinambur. Er sieht oberirdisch fast wie eine kleine Sonnenblume aus. Unter der Erde bildet er Knollen, die im Herbst und Winter geerntet werden können. Diese Pflanze ist robust, sehr robust sogar. Sie kommt mit vielen Böden zurecht, wächst kräftig und kann sich stark ausbreiten. Genau deshalb sollte man sich den Standort gut überlegen. Topinambur eignet sich besonders für eine Gartenecke, in der er bleiben darf. Vielleicht am Rand des Gartens, als Sichtschutz oder als lockere Begrenzung. Die Knollen schmecken leicht nussig und können gekocht, gebraten oder roh verarbeitet werden. Wer nicht alle Knollen erntet, bekommt im nächsten Jahr automatisch neue Pflanzen. Das ist praktisch, aber es bedeutet auch, Topinambur braucht klare Grenzen. Eine viel kleinere, aber sehr dankbare mehrjährige Pflanze ist Schnittlauch. Schnittlauch passt fast in jeden Garten. Ins Beet, in den Kräutergarten, in einen Topf auf der Terrasse oder sogar in einen größeren Balkonkasten. Er treibt jedes Jahr wieder aus und liefert über viele Monate frisches Grün. Besonders schön ist, dass Schnittlauch nicht nur für die Küche wertvoll ist. Wenn man ihn blühen lässt, ziehen seine violetten Blüten Bienen an. Man kann ihn regelmäßig schneiden. Je öfter man ihn vorsichtig erntet, desto frischer treibt er nach. Für Garten Lea ist Schnittlauch eine dieser Pflanzen, die zeigen, wie einfach nützliches Gärtnern sein kann. Wenig Aufwand, viel Nutzen und jedes Jahr ein verlässlicher Start. Kräftiger im Geschmack wird es mit Meerrettich. Meerrettich ist eine Pflanze, die man leicht unterschätzt. Oberirdisch wirkt sie eher unscheinbar, aber unter der Erde bildet sie kräftige Wurzeln mit scharfem Aroma. Auch Meerrettich ist mehrjährig und sehr ausdauernd. Wer ihn einmal pflanzt, sollte wissen, kleine Wurzelstücke können wieder austreiben. Deshalb ist ein klar begrenzter Standort sinnvoll. Ein eigener Bereich im Beet oder ein großer Kübel kann helfen, ihn besser im Griff zu behalten. Geerntet wird meist im Herbst oder Winter, wenn die Wurzeln kräftig genug sind. Frisch gerieben entwickelt Meerrettich seine typische Schärfe. Er ist keine Pflanze, die man überall braucht. Aber wer gerne haltbare, würzige Vorräte aus dem eigenen Garten hat, findet in ihm eine sehr spannende Kultur. Dann gibt es Spargel. Spargel ist vielleicht eine der geduldigsten Pflanzen im Nutzgarten. Er verlangt am Anfang Vorbereitung und Zeit. Dafür kann ein gut angelegtes Spargelbeet viele Jahre liefern. Spargel braucht einen sonnigen Standort und lockeren, durchlässigen Boden. Die Pflanzen sollten nicht ständig gestört werden, denn sie bauen ihre Kraft unter der Erde auf. Im ersten Jahr wird nicht geerntet, oft auch im zweiten Jahr nur sehr vorsichtig. Das klingt zunächst langsam, aber genau darin liegt die Stärke. Spargel ist kein schnelles Gemüse. Er ist eine Investition in viele kommende Frühjahre. Wenn die Pflanzen gut eingewachsen sind, erscheinen jedes Jahr neue Stangen. Und gerade weil Spargel so früh im Jahr geerntet werden kann, ist er im Garten etwas Besonderes. Was bei mehrjährigen Nutzpflanzen besonders wichtig ist, man sollte sie nicht wie normale Saisonpflanzen behandeln. Viele einjährige Kulturen werden jedes Jahr neu geplant. Man sät sie aus, setzt sie ins Beet,
erntet sie und räumt den Platz später wieder frei. Bei mehrjährigen Pflanzen ist das anders. Sie brauchen einen Platz, der bleiben darf. Deshalb lohnt es sich, vor dem Pflanzen etwas genauer hinzusehen. Wie viel Sonne bekommt der Standort? Bleibt der Boden dort eher feucht oder trocknet er schnell aus? Gibt es genug Abstand zu anderen Pflanzen? Und kann die Pflanze dort auch in 3 oder 5 Jahren noch stehen? Gerade bei Rhabarber, Spargel, Heidelbeeren oder Topinambur ist diese Entscheidung wichtig. Denn diese Pflanzen entwickeln sich mit der Zeit. Sie bauen Wurzeln auf, breiten sich aus, werden kräftiger und nehmen ihren Platz im Garten immer selbstverständlicher ein. Das ist kein Nachteil, im Gegenteil. Ein Garten wird durch solche dauerhaften Pflanzen oft ruhiger und stabiler. Man muss nicht jedes Beet jedes Jahr neu denken. Manche Bereiche übernehmen mit der Zeit eine feste Aufgabe. Hier wächst etwas für die frühe Ernte, dort steht etwas für Beeren. An anderer Stelle entsteht eine kleine Ecke mit Kräutern oder robusten Wurzelpflanzen. So wird der Garten nicht nur produktiver, sondern auch übersichtlicher. Und genau das macht mehrjährige Nutzpflanzen so wertvoll. Sie bringen nicht nur Ernte, sie bringen Struktur. Eine weniger bekannte, aber sehr interessante Pflanze ist Sauerampfer. Sauerampfer ist ein mehrjähriges Blattgemüse mit frischem, leicht säuerlichem Geschmack. Er passt gut in Salate, Kräutersoßen oder Suppen und bringt früh im Jahr frisches Grün in die Küche. Im Garten ist er unkompliziert, er wächst in Sonne oder Halbschatten. Wichtig ist, die Blätter regelmäßig zu ernten und Blütenstände früh zu entfernen, wenn man lange, zarte Blätter haben möchte. Sauerampfer ist eine dieser Pflanzen, die kaum Aufmerksamkeit verlangen, aber viel Abwechslung bringen. Gerade in naturnahen Gärten passt er sehr gut, weil er nicht künstlich wirkt, sondern eher wie ein selbstverständlicher Teil des Gartens. Etwas anspruchsvoller, aber wunderschön ist die Artischocke. Artischocken sind nicht überall dauerhaft winterhart. In milden Regionen können sie aber mehrere Jahre im Garten bleiben. Sie brauchen Sonne, nährstoffreichen Boden und Platz. Ihre großen silbrigen Blätter machen sie fast zu einer Zierpflanze. Sie ist Nutzpflanze und Blickfang zugleich. Geerntet werden die Blütenknospen, solange sie noch geschlossen sind. Lässt man sie stehen, entstehen große violette Blüten, die Insekten anziehen. Ein echter Dauerbegleiter sind Heidelbeeren. Sie können viele Jahre im Garten bleiben, brauchen aber unbedingt sauren Boden. Viele machen hier Fehler. Normale Gartenerde passt oft nicht. Wer Heidelbeeren pflanzt, sollte den Standort gut vorbereiten, mit passender Erde und Mulch. Am besten setzt man mehrere Sorten für eine bessere Bestäubung. Zum Schluss eine Besonderheit, die Etagenzwiebel, auch Luftzwiebel genannt. Das Besondere an ihr ist, dass sie kleine Zwiebeln nicht nur unter der Erde bildet, sondern auch oben an den Stängeln. Diese kleinen Brutzwiebeln werden mit der Zeit schwerer, der Stängel neigt sich und dort, wo sie den Boden berühren, können neue Pflanzen entstehen. So wandert die Pflanze langsam durch den Garten. Etagenzwiebeln sind robust, winterhart und sehr vielseitig. Man kann das grüne Laub wie Schnittlauch verwenden, man kann kleine Zwiebeln ernten und man kann die Brutzwiebeln weiterpflanzen oder in der Küche nutzen. Für einen naturnahen Nutzgarten ist das eine wunderbare Pflanze, weil sie zeigt, wie selbstständig manche Kulturen arbeiten können. Einmal gut etabliert, braucht sie wenig Pflege und kommt zuverlässig wieder. Wenn man all diese Pflanzen betrachtet, erkennt man ein gemeinsames Prinzip. Mehrjährige Nutzpflanzen verändern den Garten. Sie machen ihn dauerhafter, ruhiger, stabiler. Statt jedes Jahr bei Null zu beginnen, entsteht nach und nach ein Garten, der mitarbeitet. Natürlich brauchen auch diese Pflanzen Pflege. Sie brauchen den passenden Standort, etwas Kompost, Wasser in trockenen Zeiten und manchmal eine Begrenzung. Aber sie geben viel zurück. Rhabarber bringt frühe Ernte. Topinambur liefert robuste Knollen. Schnittlauch begleitet fast die ganze Saison. Meerrettich bringt Würze. Spargel schenkt über viele Jahre Frühlingsernte. Sauerampfer liefert frisches Grün. Artischocken verbinden Nutzen und Schönheit. Heidelbeeren bringen süße Früchte. Und Etagenzwiebeln pflanzen sich fast von selbst weiter. Vielleicht ist genau das die wichtigste Idee hinter solchen Pflanzen. Ein Garten muss nicht jedes Jahr komplett neu erfunden werden. Man kann Strukturen schaffen, die bleiben, Pflanzen setzen, die wiederkommen und mit der Zeit einen Garten aufbauen,
der immer lebendiger wird. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.